Eine brutale Trockenzeit hat den Serengeti-Nationalpark in Tansania erfasst und weite Ebenen in ein Meer aus verbranntem Gras verwandelt. Seen trocknen aus, Antilopen und Büffelherden müssen Dutzende von Kilometern zurücklegen, um Wasser zu finden. Auf dem rissigen Boden lag ein Löwenjunges mit gesenktem Kopf neben dem Körper seiner Mutter, die an Hunger und Durst gestorben war. Die Löwenmutter konnte die harte Trockenzeit nicht überleben und ließ ihr kleines Junges allein in den weiten Graslandschaften zurück. 2 Tage lang kauerte das Löwenjunge im trockenen Fell seiner Mutter und schrie vergeblich heiser. Die Schmerzensschreie vermischten sich mit dem Wind, doch nur die kreisenden Schreie der Krähen und Geier antworteten. Die sengende Sonne und der dichte Rauch und Staub erschöpften es, aber es konnte es immer noch nicht ertragen, seine Mutter zu verlassen. Es leckte sich die kalten, trockenen Ohren und hoffte, dass seine Mutter die Augen öffnen würde, doch es fand nur endloses, schmerzliches Schweigen. Der Hunger nagte an seinem Magen, seine Beine zitterten und seine müden Augen suchten nach einem Hoffnungsschimmer. Schließlich zwang es sein Überlebensinstinkt zur Flucht, obwohl sein Herz noch immer schwer war vor Liebe zu seiner verstorbenen Mutter. Jeder Schritt auf dem trockenen Boden war wie ein Messer, das in ihren kleinen Körper schnitt. Es folgte den Spalten im Boden auf der Suche nach stehendem Wasser, fand aber nur ein paar flache Schlammpfützen. Das grelle Sonnenlicht stach ihm in die Augen und ließ ihn in dem rauen, stickigen Raum taumeln. Das Geräusch des Herzens, das in der dünnen Brust pochte, ertönte wiederholt wie die Totenglocke. Trotz seiner Verzweiflung ging es weiter, denn in seinem Herzen steckte noch immer der starke Instinkt eines jungen Kriegers. 3 Tage vergingen, das Löwenjunge lebte nur von ein paar Schlucken schlammigen Wassers, sein Körper wurde allmählich schwächer und magerter. Das einst glatte Fell ist nun struppig und mit Schorf bedeckt, sodass jede einzelne gezackte Rippe sichtbar wird. Jeder Schritt wurde schwer, die Sicht verschwamm, die Atmung schnell, aber schwach. Es brach unter einem trockenen Akazienbaum zusammen, konnte nicht mehr weinen und rang nur noch nach Luft und erwartete sein Schicksal. Geier begannen über uns zu kreisen, als wollten sie signalisieren, dass das kleine Leben bald sterben würde. Die Sonne brannte wie Feuer auf seinem Körper und machte jeden kurzen Atemzug noch elender. Es bewegte sich leicht und versuchte, den Kopf zu heben, aber seine Kraft war erschöpft, sein Körper war so schwach, dass es ihn nicht heben konnte. Schmutz füllte seine Augen und Nase, was es noch träger machte, seine Ohren hingen verzweifelt herab. Für einen Moment schloss es die Augen, bereit, sein junges Leben aufzugeben. Doch tief im Inneren besteht noch immer ein Hoffnungsschimmer, dass ein Wunder geschehen wird. Auf Patrouille durchqueren 2 Ranger des Serengeti-Nationalparks trockene Gebiete. Sie sind die Wächter der Natur und halten während Dürreperioden immer Ausschau nach verletzten oder in Not geratenen Tieren. Rangerin Aisha Nyerere sah plötzlich eine kleine, reglose Gestalt unter einem Baum. Sie gab ihrem Kollegen schnell ein Zeichen, anzuhalten, und ging dann schnell hinüber, um nachzusehen. Es war ein Löwenjunges, so dünn, dass ihr bei dem Anblick das Herz schmerzte. Sein Körper zitterte, seine Atmung war schwach, seine Augen waren halb geschlossen, als ob ihm nur noch der letzte Rest Leben geblieben wäre. Aisha goss schnell etwas Wasser aus der roten Flasche und hielt sie vorsichtig an die trockenen Lippen des Tieres. Das Löwenjunge öffnete die Augen und leckte mit seiner trockenen Zunge jeden Wassertropfen auf, als würde es ein zerbrechliches Stück Leben festhalten. Sie flüsterte beruhigend, ihre Hände zitterten, als sie den Kopf des Tieres festhielt, um mehr zu trinken zu bekommen. Der Kollege öffnete das Schutztuch und hob das Löwenjunge mit Aisha vorsichtig hoch. Es war so schwach, dass es keine Kraft hatte, sich zu wehren, und sich nur sanft an die Brust der Person schmiegte, die es rettete. Schnell luden sie es in das Rettungsfahrzeug und fuhren voller Angst direkt zum Naturschutzzentrum. Aisha schaute immer wieder nach ihm und gab ihm auf der staubigen und heißen Straße mehr Wasser. Das Auto hielt vor der Tierarztpraxis, das gesamte Team brachte den kleinen Löwen schnell in die Notaufnahme. Aishas Augen leuchteten vor Hoffnung, vielleicht hatte sie gerade eine Chance zum Leben gefunden. In der Klinik überprüfte Tierarzt Samuel Okoro dringend den Zustand des Löwenjungen. Er legte es auf einen Metalltisch, maß seine Herzfrequenz und untersuchte jede äußere Wunde. Schwere Dehydration, tagelanger Hunger und Krätze haben ihn extrem geschwächt.
Samuel schüttelte besorgt den Kopf, bestand jedoch darauf, dass noch eine Chance bestünde, wenn er sofort eingriff. Er injizierte ihr nährende Flüssigkeiten in die dünnen Venen, in der Hoffnung, ihr so die verbliebene Vitalität zurückzugeben. Aisha stand daneben, streichelte sanft seine Beine und hielt sie fest, um es zu beruhigen, während ihm die Infusion verabreicht wurde. Die Atmung des Löwen stabilisierte sich allmählich, seine Augen schlossen sich leicht, als ob er etwas Frieden finden würde. Samuel flüsterte, die nächsten 3 Tage sind entscheidend. Wenn er es schafft, wird er sich erholen. Aisha nickte mit entschlossenem Blick, als versprach sie, dieses Geschöpf nicht noch einmal im Stich zu lassen. In den nächsten 3 Tagen aß es ein paar kleine Fleischstücke und seine Kräfte kehrten allmählich zurück. Samuel beschloss, das Löwenjunge während seiner Genesungsphase Aisha zur Pflege zu überlassen. Aisha hielt es in ihren Armen und spürte ein kleines Leben, dem gerade neue Hoffnung geschenkt worden war. Das Löwenjunge wird in einem speziellen Käfig im Pflegebereich des Serengeti-Rettungszentrums untergebracht. Aisha brachte ein Tablett mit frischem Fleisch, setzte sich daneben und fütterte es vorsichtig mit kleinen Stücken. Zuerst zögerte es und schnüffelte nur am Futter, doch dann begann es langsam, Stück für Stück zu kauen und zu schlucken. Mit jedem Tag gewöhnte es sich mehr an Aishas sanfte Anwesenheit und beruhigende Stimme. Sie verbrachte Stunden damit zu spielen und benutzte simulierte Köderspielzeuge, um das Training zu fördern. Ein jugendliches Brüllen hallte durch den Käfig und signalisierte, dass das Leben in den kleinen Körper zurückkehrte. Nach einer Woche stand es fester und begann mit leuchtenden Augen im Käfig herumzulaufen. Aisha lächelte, als sie zusah, wie es voller Energie in den Stoffball biss und daran zog. Sie reinigte geduldig die Haut und trug Medikamente gegen Krätze auf, wodurch das Fell allmählich wieder glatt wurde. Kollegen bewunderten seinen Einsatz und nannten ihn Aishas Kind. 2 Wochen vergingen, sein Körper war stark, seine Augen scharf wie die eines jungen Kriegers. Es fraß seine Rationen rasch auf und stieß dann ein leises Knurren aus, das im gesamten Pflegebereich widerhallte. Aisha wusste, dass es Zeit war, mit der nächsten Phase fortzufahren, dem Erlernen von Überlebenstechniken. Sie schlug vor, es in ein halbwildes Gehege zu bringen, damit es sich in einer naturnahen Umgebung bewegen kann. Alle waren sich einig und für diesen Wendepunkt wurden sorgfältig Pläne ausgearbeitet. Das großzügige, halbwilde Gelände mit Bäumen, Büschen und offenem Gelände hilft ihm, sich an die Natur zu gewöhnen. Als er das erste Mal eintrat, schnüffelte das Löwenjunge überall herum, seine Augen waren neugierig, aber auch voller Vorsicht. Aisha ging neben ihm her und ermutigte es mit simuliertem Jagdtraining. Sie brachte ihm bei, sich anzuschleichen, sich im Gebüsch zu verstecken und im richtigen Moment zuzuschlagen. Zuerst scheiterte er, verlor den Atem und wurde entmutigt, aber Aisha ermutigte ihn geduldig und ständig. Ein paar Tage später begann es, Erfolg zu haben, falsche Köder zu fangen und mehr Selbstvertrauen zu zeigen. Fester Körper, strahlende Augen, anmutige Schritte zeigen die Qualitäten eines zukünftigen Jägers. Aisha beobachtete es aus der Ferne und ihr Herz klopfte, als sie die Ergebnisse ihrer unermüdlichen Bemühungen sah. Die Kollegen bestätigten, in nur wenigen Monaten ist es bereit, auf die natürliche Weide zurückzukehren. Aisha lächelte, da sie wusste, dass der Tag des Abschieds kommen würde, aber ihr Herz war voller Stolz und Hoffnung. An einem sonnigen Morgen beobachtete Aisha, wie die Löwenjungen voller Energie in ihrem halbwilden Gehege herumtollten. Sie wusste, dass es bald wieder in den majestätischen Graslandschaften der Serengeti sein würde, wo es hingehörte. Seine Geschichte ist ein Beweis für Liebe, Ausdauer und die Kraft der Regeneration in der Wildnis.